In diesem Video nehmen wir euch mit in die spektakulärsten Landschaften Boliviens. Wir besuchen die Salar de Uyuni, fahren die Lagunenroute und besteigen einen weiteren 6000er. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da wird die Fotosession vorbereitet. Ansonsten ist hier gar nichts in der Nähe. Alles klar, dann Vollgas. Hey. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Mitten in der kargen Weite rund um Uyuni erstreckt sich ein Ort, der wie aus einer anderen Zeit wirkt. Der Eisenbahnfriedhof. Ende des 19. Jahrhunderts war Uyuni ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt für den Abtransport von Mineralien. Züge verbanden die abgelegene Region mit den Häfen an der Pazifikküste. Doch politische Konflikte, wirtschaftliche Veränderungen und der Niedergang des Bergbaus führten dazu, dass viele dieser Verbindungen aufgegeben wurden. Zurück blieb eine Ansammlung aus Lokomotiven und Waggons, die seit Jahrzehnten dem rauen Klima trotzen. Wenn man zwischen den alten Zügen hindurchläuft, wirkt alles noch greifbarer. Die riesigen Lokomotiven stehen dicht nebeneinander, viele sind geöffnet, zerfallen und mit Graffiti bedeckt. Man kann direkt hineinklettern, durch verrostete Waggons gehen und die Spuren der Zeit aus nächster Nähe sehen. Jeder Zug erzählt dabei seine eigene Geschichte, von Aufbruch, Fortschritt und dem plötzlichen Stillstand. Gerade am frühen Morgen oder zum Sonnenuntergang entsteht hier eine ganz besondere Atmosphäre. Ruhig, fast surreal und irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wir fragen in Uyuni mal nach Diesel. Die Schlangen sind aber Endgegner. Also der Mann wusste, glaube ich, schon, was wir wollen, auch wenn wir uns ein bisschen schwierig verständigt haben. Wir sollen jetzt da drüben erstmal parken und dann können wir den Tank voll machen oder auch den Kanister. Es ist beides okay. Wir haben gesagt, wir brauchen wahrscheinlich insgesamt so 50 Liter. Wäre kein Problem. Wir haben jetzt Uyuni verlassen, dann noch ein bisschen länger gedauert, aber wir sind jetzt voll und sollten jetzt genug Diesel haben, damit wir einmal durch die Salar und danach noch über die Lagunenroute fahren können. Aber erstmal fahren wir in die Salar de Uyuni rein, das sind noch irgendwie 10 Kilometer und dann biegen wir auf die größte Salzwüste der Welt ab. Wir sind auf der Salar, noch ziemlich am Rand. Wir fahren jetzt erstmal zu den Stairways to Heaven und schauen uns die an und dann geht es weiter rein. Aber es fährt sich ganz gut. Also natürlich ein bisschen holprig, aber wir fahren 70. Also das ist schon ganz okay. Wir lassen jetzt erstmal ein bisschen Luft ab. Mitten in der endlosen Weite der Salar de Uyuni taucht plötzlich ein ungewöhnliches Wahrzeichen auf, das Dakar-Denkmal. Die monumentale Skulptur besteht vollständig aus Salzblöcken, direkt aus dem hier vorhandenen Material gefertigt. Errichtet wurde sie im Jahr 2014, als die legendäre Rallye Dakar erstmals durch Bolivien führte. Heute ist das Denkmal nicht nur ein Symbol für dieses außergewöhnliche Motorsport-Event, sondern auch ein fester Bestandteil jeder Uyuni-Tour und einer der meist fotografierten Orte mitten im Salzmeer. Hier könnte man sich wahrscheinlich so zwischen die Felsen ein bisschen reinstellen. Wahrscheinlich das, was die gemeint hatten. Keine Ahnung. Wir haben unseren Stellplatz gefunden, es ist sau windig und keiner weiß, was steht.
Mitten im Weiß liegt die Insel Incahuasi. Der Name bedeutet so viel wie Haus der Inka. Tatsächlich handelt es sich hier um die Überreste eines uralten Korallenriffs. Ein Relikt aus einer Zeit, als die Region noch von einem riesigen See bedeckt war. Heute wachsen auf der Insel hunderte riesige Säulenkakteen, von denen einige über 1000 Jahre alt sein sollen und mehrere Meter in den Himmel ragen. Guten Morgen von der Insel Incahuasi. Wir haben hier auf der Salzwüste neben der Insel heute Nacht geschlafen. Es war noch ziemlich windig, aber wir haben gut gestanden, dementsprechend haben wir nicht großartig gewackelt. Und es war ein mega, mega schöner Sternenhimmel. Aber ja, wir sind dann nicht mehr raus, sondern haben es nur durchs Dachfenster gesehen. Heute Morgen um 7 war irgendwie schon die Hölle los und es sind jede Menge Menschen auch um unsere Autos rumgetigert und haben gepostet und keine Ahnung, wir haben kurz überlegt, ob wir sie zum Frühstück einladen sollen. Wir hatten schon ein bisschen Bedenken, dass es jetzt auf der Insel voll wird. Aber Punkt 9, es ist kein Mensch mehr hier. Kein Auto steht hier, nichts. Ja, wir haben jetzt 30 Bob bezahlt pro Person und jetzt werden wir die Insel erkunden. Wir sind beim Arco de Coral. Hier konnte man durchgehen. Und man hat noch einen ganz weißen View. Wir sind nicht sehr weit gekommen. Da wird die Fotosession vorbereitet. Und dann schauen wir mal, ob wir coole Fotos hinkriegen. Sieht schon sehr witzig aus, wie er da steht. Okay, Markus, du kannst mal auf deine Position gehen. Ich guck da mal. Ich glaube ohne, oder? Ja, Jesse muss ein bisschen zulaufen. So, Martin ist vorm Knoten, Jesse auch. Jetzt müsst ihr wechseln. Okay. Wir sind beim letzten Foto-Video-Step angekommen. Markus fährt schon mal in Position und ich auch gleich. Und dann schauen wir mal, ob das was wird. Das Videomaterial wird gerade abgecheckt und dann kommt gleich der Shot für euch. Wir sind am nächsten Stellplatz angekommen und pünktlich dazu hat es einfach angefangen, wieder krass zu gewinnen.
Guten Morgen. Wir sind schon die ersten 20 Kilometer durch die Salar gefahren. Jetzt sind wir wieder an der Insel, wo wir gestern waren. Es ist heute auch wieder wenig los. Und jetzt geht es da Richtung Süden und da wollen wir den Ausgang finden. Soll nicht so ganz einfach sein, weil es teilweise ein bisschen matschig ist. Das wollen wir natürlich vermeiden, uns hier festzufahren. Aber wird schon irgendwie klappen. Die Salar de Uyuni ist mit über 10.000 Quadratkilometern die größte Salzwüste der Welt. Entstanden ist sie aus mehreren prähistorischen Seen, die im Laufe von Jahrtausenden austrockneten und eine bis zu mehrere Meter dicke Salzkruste hinterließen. Die Oberfläche ist so eben, dass sie sogar zur Kalibrierung von Satelliten genutzt wird. Und nach Regen verwandelt sich die Landschaft in den größten natürlichen Spiegel der Erde. Je nach Jahreszeit zeigt sich die Salar völlig unterschiedlich. In der Trockenzeit entstehen die typischen sechseckigen Salzstrukturen, während sich in der Regenzeit Himmel und Erde scheinbar grenzenlos miteinander verbinden. Die Salar de Uyuni ist damit wohl einer der außergewöhnlichsten Orte unseres Planeten. So langsam kommen wir dem Ausgang näher und irgendwie ist ein bisschen die Straße verschwunden. Das ist irgendwie nicht so gut, aber wir hoffen, dass wir jetzt hier gleich eine Abbiegung finden, dass wir hier nach rechts irgendwo da hinten rausfahren können. Wir haben ja gedacht, so nach 20, 30 Kilometern nach der Salar kommt endlich mal eine gute Piste oder eher eine Asphaltstraße, aber wir sind hier schon seit nochmal mehr, ja nochmal 50 Kilometer, wo wir eigentlich gedacht haben, dass es Asphalt ist. Das ist einfach eine Scheißpiste. Wir machen jetzt erstmal kurz eine Mittagspause und dann geht's weiter. Dann ist erstmal ganz wichtig, Auto waschen von unten. Da ist nämlich noch ordentlich Salz dran. Einmal komplett weiß. Der Radkasten sieht auch nicht gut aus. Da muss alles dringend weg. Also er hat stark überlegt und wollte mir dann auch nochmal das mit dem grünen Dach da hinten sagen. Aber das haben wir ja schon probiert, das ist heute ja nichts. Und er sagte, ansonsten ist hier gar nichts in der Nähe. Also nur das und sonst nichts. Wir haben gerade mal mit Markus eine Lagebesprechung gemacht. Also es hat alles zu hier, bis zur chilenischen Grenze kommt auch nichts mehr. Die Option wäre jetzt nach Uyuni zurückfahren. Das wäre aber ein Umweg von 200 Kilometer. Und im Land, wo man schwer Diesel bekommt, ist das vielleicht ein bisschen schlecht, um nur einmal zu waschen. Ja, ist zwar jetzt nicht gut fürs Auto mit dem Salz, aber in 5 Tagen werden wir dann in Chile hoffentlich gründlich waschen können. Wir sind jetzt hier super Asphaltstraße gefahren, aber jetzt biegen wir ab und dann gibt es die nächsten Tage nur noch Schotter und wir fahren dann auch nach Chile. Wir haben unseren ersten Schlafplatz auf der Lagunenroute erreicht. Also weit sind wir nicht gekommen, irgendwie 15 Kilometer. Aber die Felsformationen sind auf jeden Fall ganz cool. Max und Julia parken da gerade noch. Und ansonsten sieht das hier so aus. Eigentlich ganz cool. Gucken wir uns morgen vielleicht noch mit der Drohne von oben an. Es ist Zeit mal ein bisschen zu tanken. Kanister im Bad stören langsam. Ich habe gerade die Hecktür aufgemacht und gucke ich so im Augenwinkel nach da. Sitzt da auf einmal so ein Hase, ist es nicht. Ich blende es nochmal ein, wie er heißt. Hasenmaus. Ja, wie der richtige Name ist. Aber scheinbar ist er ganz interessiert. Hallo. Hallo.
Die Lagunenroute im Südwesten von Bolivien gehört zu den spektakulärsten, aber auch abgelegensten Reiserouten Südamerikas. Auf mehreren 100 Kilometern führt sie durch eine extreme Hochlandlandschaft, vorbei an aktiven Vulkanen, endlosen Wüstenebenen und farbenprächtigen Lagunen, deren Farben durch Mineralien und Mikroorganismen entstehen. Die Route führt bis auf über 4.900 Metern Höhe durch eine Landschaft, die gleichzeitig rau, still und sehr faszinierend ist. Es ist der erste richtige Tag auf der Lagunenroute. Wir sind bisher 25 Kilometer ungefähr gefahren zur ersten Lagune. Name weiß ich gerade nicht, genau mein. Und hier sind schon einige Flamingos. Und bisher ist die Piste eigentlich ganz gut, natürlich Wellblech. Ist aber auch teilweise gut sandig. Dadurch lässt es sich aber eigentlich relativ gut fahren, weil da wo Sand ist, nicht so viel Wellblech. Aber es wird mit Sicherheit noch rumpeliger werden, als es bisher war. Und jetzt schauen wir uns mal die Flamingos an, die hier in der Lagune drin stehen. Wahrscheinlich werden es nicht die letzten Flamingos sein, die wir so sehen. Aber erstmal schauen. Und die ersten Touren sind auch schon da. Da werden wir mit Sicherheit noch sehr, sehr viele in den nächsten Tagen sehen. Markus und Julia stecken jetzt hier schon im Sand ein bisschen fest, versuchen sich gerade frei zu fahren. Jetzt kommt ja aber auch einfach eine Tour nach dem anderen uns entgegen. Das ist natürlich richtig doof, wenn man hier stehen bleiben muss. Hätte man nicht gedacht, dass es hier so voll ist. Ulmi sind wieder frei. Ist noch ein bisschen ruppelig, aber ich gehe noch ein Stück zurück. Und vor 5 Minuten haben wir noch gesagt, wir sind mal gespannt, wann es sandig wird. Und das war jetzt. Ich habe schon mal Sperre reingemacht. Gut, auf ein neues. Alles klar, dann Vollgas. Die sind eigentlich nur stecken geblieben, weil Gegenverkehr kam. Okay. Sperre ist nicht reingegangen, also wir hatten kein Problem. Hätten wir anhalten müssen, hätten wir vielleicht auch ein Problem gehabt. So, jetzt ist schon wieder fest. Ja, schon cool mit den Löchern da drin und so. Wir sind schon bei unserem nächsten Halt. Wieder so Felsformation, wo wir eigentlich heute auch geschlafen haben. Aber wir haben gesehen, wir können da hochgehen. Und da gehen wir jetzt mal hoch. Ich glaube, es heißt hier Italian Predator. Und gerade sind nicht mehr so viele Touren da. Und vor allen Dingen kann man einfach durchfahren hier. Wir kommen tatsächlich durch ein Dorf. Eigentlich hatten wir gedacht, das wäre hier alles super abgelegen, aber das ist es gar nicht. Aber bei dem Dorf muss man natürlich Maut bezahlen. Ich glaube, es sind 10 Wochen. Ich würde die auch nicht lohnen. Wer ist es? Ja, wer? Mal ein nicht pinker Flamingo. Kommt wahrscheinlich auch nicht so vor. Der frisst einfach das Falsche. Neues Klein ist hier vorne direkt.
Wir müssen mal gerade eine Pause machen. Wir fahren hier gerade ziemlich hoch, geht auf 4500 Meter. Wir sind langsam unterwegs, deswegen haben wir schlechte Kühlleistung. Und die Motortemperatur war über 90 Grad, das hatten wir noch nie. Deswegen warten wir, bis wir auf 80 runter sind. Und dann fahren wir weiter. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sind zurück auf 80 Grad und weiter geht die Fahrt. Da hinten ist es ganz schön dunkel. Eieiei. Das Wetter sieht immer noch nicht so gut aus, beziehungsweise es ist eigentlich schlechter geworden. Wir haben Blitze gesehen, deswegen haben wir jetzt uns hier an der Lagune, wo wir eben auch schon mal kurz Mittagspause gemacht haben und wo eigentlich auch kein Wasser mehr drin ist, mal einen Platz für die Nacht gesucht. Stehen relativ gerade, sollte passen. Das heißt, morgen geht es erst weiter. Jetzt fängt es auch wirklich noch an zu schneien. Man sieht da hinten nicht mehr so viel. Anders als viele andere Lagunen entlang der Route ist es hier ungewöhnlich still. Kaum Tiere, kaum Bewegung. Ein Grund dafür liegt auch im Menschen. Hier wird Borax abgebaut, ein Mineral, das direkt aus dieser Landschaft gewonnen wird und etwa für Glas, Reinigungsmittel oder die Industrie genutzt wird. Und diese Eingriffe haben Spuren hinterlassen. Guten Morgen, beziehungsweise eigentlich schon guten Mittag von Tag 2 auf der Lagunenroute. Wir haben es heute nicht ganz so eilig, weil wir einen kleinen Abstecher machen. Denn es liegt noch ein 6000er so ein bisschen auf dem Weg und den wollen wir noch mitnehmen. Das heißt, wir fahren von der Lagunenroute gleich ein Stück weg in Richtung eines Ortes und gehen was damit. Genau. Wie der Ort heißt, blenden wir später mal ein. Genau, und deshalb reicht es, wenn wir jetzt gegen Mittag losgefahren sind. Wir haben aber schon gesagt, die nächsten Tage müssen wir auf jeden Fall früh losfahren, weil gegen späten Vormittag die Wolken aufziehen. Ja. Von daher, heute steht nicht viel an, außer fahren und Sonnenbrand pflegen, denn von der Salar gab es irgendwie fiesen Sonnenbrand. Vor allen Dingen von unten hat das irgendwie gespiegelt. Aber ja gut, jetzt sind wir ja nicht viel draußen, sondern es ist zu viel im Auto. Da passt das auf jeden Fall. Jessie geht mal die Nationalparkgebühr bezahlen. Und wenn wir richtig informiert sind, kostet es 150 Bob pro Person, also ein bisschen mehr als 10 Euro. Wir sind jetzt hier angekommen, dürfen gegenüber von dem Hotel, mit dem wir geschrieben hatten, stehen und da auch das Badezimmer benutzen. Das ist eine total nette kleine Familie. Ist gerade gefragt, morgen um 4 Uhr früh geht's los mit dem Guide. Der kommt heute Abend aber auch nochmal und erklärt uns alles. Ja, und dann gehen wir morgen auf den Vulkan, den man da hinten sieht. Mit den 2 Gipfeln, aber wahrscheinlich werden wir nur einen machen, mal sehen, wie es läuft. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Hoffen, dass das Wetter genauso gut ist wie heute, beziehungsweise jetzt. Ja, und den Rest des Tages bleiben wir jetzt noch hier und gehen später auch einfach früh ins Bett, weil wir früh aufstehen müssen. Sie muss uns da stehen bleiben, bis wir wiederkommen. Schau wohl doch, 6000 Aufsteigung. Guten Morgen. Es ist 3:45, glaube ich. Wir sind auf 5582 Meter gefahren, angeblich die höchste Straße der Welt. Und jetzt geht es einmal hoch auf den Vulkan, wahrscheinlich nach da.
Der Uturuncu zählt mit seinen über 6000 Metern zu den höchsten Vulkanen im Südwesten Boliviens. Auch wenn er als inaktiv gilt, zeigt der Berg noch immer, dass unter der Oberfläche Bewegung steckt. Und wir können den Schwefelgeruch und den Dampf sogar wahrnehmen. Da oben ist das Ziel. Oh, hier ist sauwindig, ey. Wir sind über 6000 Meter. Der Gipfel ist auch nicht mehr weit. Noch ein paar Meter. Wir sind da. 6020. Die Gipfelmarkierung. Markus ist der Fahnenträger für Bolivien dieses Jahr. Ich war auch auf einem 6000er. Hey. Wir haben knapp über 2 Stunden gebraucht, 2 Stunden 5. Ich glaube, das ist 6000er Rekord. Und jetzt waren wir so 20, 25 Minuten hier oben, aber es ist schon windig. Und jetzt geht's runter. Wir sind gespannt, welchen Weg wir nehmen. Nicht den gleichen, den wir hochgegangen sind. Es geht sausteil runter. Jetzt wahrscheinlich nicht sehen am Video. Aber dann ist auch schon das Auto. Das Auto ist in Sicht. Wir sind wieder im Auto. Das war richtig schön. Auf den 6000er, wo die anderen 3, also Martin, Julia und Markus, vor ein paar Tagen gegangen sind, bin ich ja nicht mitgegangen, wegen steilen Abschnitten und meiner Höhenangst. Und diese Strecke hier ist wirklich schön. Breite Wege, gut zu gehen. Und jetzt hier runter ging es eigentlich nur durchs Schuttfeld. Oh, mein Mund ist noch ein bisschen eingefroren. Und man ist ein bisschen warm geworden. Wir waren echt gefroren oben. Ja, jetzt sind wir unten, jetzt sind wir warm. Jetzt geht's zurück zum Camper. Und für den Abstieg haben wir gerade mal 35 Minuten gebraucht. Das war flott. Wir waren jetzt alle gerade nochmal schön heiß duschen. Duschen war wirklich sehr gut. Und jetzt verlassen wir das kleine Örtchen und fahren zum nächsten Stop. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht zur Laguna Colorado. Colorado heißt sie, glaube ich. Aber wir schauen mal. Wir haben jetzt 12 Uhr und wir sind ja schließlich schon seit 3:20 Uhr wach. Wir sind zurück auf der eigentlichen Lagunenroute. Der Abstecher hier waren jetzt 1,5 Stunden hin und 1,5 Stunden zurück. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sie haben ja einen 6000er gemacht. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht so schuckelig wird. Und wir gucken jetzt mal, wo wir gleich abbiegen können. Wahrscheinlich gibt es nur einen Weg zur Lagune Colorado. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter südlich fahren als geplant. Wir haben es geschafft. Das letzte kurze Stück war noch ein bisschen sandig. Aber wir sind da, aber es hat doch 3,5 Stunden gedauert. Reicht jetzt auch mit Fahren für heute.
The love and the lies, the calm and the chaos. Adventure is waiting, dreams for the taking, it's all in view. Guten Morgen, es geht weiter auf der Lagunenroute. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ganz gut durch den sandigen Abschnitt durchkommen. Aber ich denke mal, das soll passen. Der Motor ist warm gelaufen. Und wir müssen nur gucken, dass kein Gegenverkehr ist, weil wir müssen hier auf der linken Spur fahren. Die Laguna Colorada zählt zu den eindrucksvollsten Orten der Lagunenroute. Ihre intensive rote Farbe entsteht durch Algen und Mineralien im Wasser. Ein natürlicher Kontrast zur sonst kargen Landschaft des Altiplano. Besonders faszinierend sind jedoch die Flamingos. Tausende leben hier, trotz der extremen Bedingungen auf über 4000 Metern Höhe. 3 verschiedene Arten finden in der Lagune Nahrung, vor allem durch die Mikroorganismen, die auch für die außergewöhnliche Färbung verantwortlich sind. Wir sind am nächsten Stellplatz, fast 4900 Meter. Da hinten sind ein paar Geysire, die sollen besonders schön sein. Ja, da kommt ein bisschen was raus. Im Morgengrauen oder bei Sonnenaufgang. Aber wir gucken jetzt schon mal und dann gehen wir mal auf rein. Guten Morgen. Es ist 5:30 Uhr. Wir haben extra früh den Wecker gestellt, weil wir gehört hatten, dass um 6:30 Uhr hier in den Geysiren die ersten Touren auftauchen sollen. Ja, kaum hatten wir aus dem Fenster geguckt, haben wir die ersten Touren schon gesehen. Da hinten kommen schon die nächsten 2. Also es ist jetzt um die Zeit. Hier auch schon echt viel los. Aber die Stimmung ist über den Geysiren oder hier bei den Geysiren auf jeden Fall sehr schön. Also, ein kleiner Nachtrag, sind -4 Grad. Das Geysirfeld Sol de Mañana liegt in einer der geologisch aktivsten Regionen der Anden. Tief unter der Oberfläche trifft hier Grundwasser auf heiße Magmakammern. Das Wasser wird stark erhitzt, steigt als Dampf wieder nach oben und entlädt sich schließlich in Form von blubbernden Schlammlöchern und heißen Gasquellen. Im Gegensatz zu klassischen Geysiren schießt das Wasser hier nur selten als Fontäne in die Höhe. Stattdessen entweicht die Energie kontinuierlich, sichtbar in den dichten Dampfwolken und im ständig brodelnden Boden. Der intensive Geruch stammt vor allem von Schwefelgasen, die gemeinsam mit dem Dampf austreten. Ein deutliches Zeichen dafür, wie aktiv die Erde hier noch ist. Wahrscheinlich kommen noch mehr. Die wollen alle in die Richtung, wo wir auch wollen. Es ist 7 Uhr, -3,5 Grad, 4850 Meter. Und jetzt werden wir mal schauen, wie gut der Motor anspringt. Ich habe schon mal Motorhaube aufgemacht, die Sonne scheint genau drauf. Das hat auf jeden Fall in den letzten Tagen richtig viel gebracht. Ich würde sagen, das war ganz gut. Wir lassen jetzt mal 20 Minuten, eine halbe Stunde warm laufen, weil so haben wir nämlich gar keine Leistung. Aber dann sollte es passen. Und tatsächlich hat das Unterdrucksystem in der Höhe ein Problem. Also
Motor läuft jetzt seit 5 Minuten und in der Regel braucht es auf der Höhe so 8 Minuten, bis es den Druck aufgebaut hat, damit die Bremsanlage funktioniert. Schon erstaunlich lang. Der Motor läuft seit 29 Minuten. Bremst, aber sind wir noch nicht da. Wir sind jetzt schon mal gefahren und es hat tatsächlich 56 Minuten gebraucht, bis der Unterdruck so weit aufgebaut war, dass die Bremsanlage volle Leistung hatte. Aber es war klar, dass wir nur langsam fahren, deswegen war es kein Problem, wir können trotzdem bremsen, aber auf Höhen von 4900 Meter ist das Unterdrucksystem nicht mehr so optimal. Die Route, die wir hier fahren, ist übrigens die Ostroute der Lagunenroute. Es gibt auch eine Westroute. Von dieser wurde uns jedoch abgeraten, weil man an einigen Stellen Allrad benötigen soll. Da links in die hier wohnen kann. Oh. Oh. Oh, Steffi. Was? Guten Morgen zum letzten Tag auf der Lagunenroute und es sind mal mindestens 15 Fahrzeuge da. Wir sind auf dem Weg auf unserer letzten Etappe der Lagunenroute und letzten Tag in Bolivien. Heute geht es auch über die Grenze. Aber bevor es soweit ist, haben wir noch ein bisschen richtig schöne Landschaft vor uns. So schöne Berge mit so schönen Farben einfach gerade vor uns. Und eine Lagune nehmen wir noch mit. Ne? Genau, und die soll auch sehr schön sein. Genau, da freuen wir uns drauf. Naja. Wir sind an der ersten Lagune, müsste die Lagune Blanca sein, aber wir wollen zur Laguna Verde. Und die ist irgendwo da hinten. Junge, was ist denn hier los? Wir sind fast wieder auf dem Haupttrack der Lagunenroute und man muss schon sagen, die Anfahrt zur Laguna Verde war mit Abstand das anspruchsvollste, weil es erstens relativ lang war und halt es wieder 1000 Spuren gab und es teilweise relativ tiefe Spurrillen gibt und da muss man halt aufpassen, also unsere Bodenfreiheit reicht da nicht für aus, das heißt wir fahren dann im Prinzip oben auf den beiden Bergen. Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht nach rechts und links runterrutscht. Aber hat alles gut funktioniert. So, mit dieser letzten Lagune verabschieden wir uns jetzt auch vom schönen Bolivien. Das hat uns richtig gut gefallen. Ja, aber jetzt steht das nächste Kapitel Chile an. Wir haben nur noch ein paar Kilometer bis zur Grenze und sind ganz gespannt. Angeblich soll die Kontrolle Richtung Lebensmitteln relativ streng sein. Mal schauen, wir werden uns überraschen lassen. Ansonsten sollte das aber gut funktionieren. Ja, und falls ihr Lust habt, auch nächste Woche in Chile wieder dabei zu sein, dann schaltet nächste Woche wieder in das nächste Video ein. Da freuen wir uns. Und bis dahin natürlich ein ganz großes Dankeschön für all euren Support,
für eure Likes, Kommentare, Abos, Spenden in unsere Dieselkasse. Das wissen wir alles sehr zu schätzen und freuen uns sehr darüber. Ja, und dann vielleicht bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.